Guido Schmidtke ist zu mir ins Studio gekommen. Und Guido, bevor wir über diese Raketen sprechen wollen, lass uns auf den aktuellen Frontverlauf blicken. Uns erreichen die Meldungen schon seit Tagen, dass die russische Armee jetzt immer weiter und mit immer größerem Druck vorrückt in der Ukraine. Ja, man muss wirklich sagen, dass die ukrainischen Streitkräfte entlang der Frontlinien inzwischen ganz große Probleme haben, gegen die sie ankämpfen müssen. Das betrifft die personelle Situation, aber auch die Anzahl an Waffensystemen und auch die Versorgung mit Munition. Wir gucken uns mal die aktuelle Situation an. Und da gibt es Berichte von einem unabhängigen Medienportal aus Russland, dass Russland in der vergangenen Woche Geländegewinne von 235 Quadratkilometer erzielt haben soll. Insgesamt im Monat November sogar 600 Quadratkilometer Geländegewinne. Die Russen sind vor allem im Donbass, aber auch im Süden auf dem Vormarsch. Ein Hotspot bleibt da natürlich vor allem die wichtige Stadt Pokrovsk. Und auf dem Weg nach Pokrovsk, da ist die Ortschaft Kurachowe. Und darauf rücken die russischen Truppen vor. Und wie gesagt, die ukrainischen Verteidiger haben große Probleme, dort die Verteidigungslinie zu halten. Und das ist insofern ein großes Problem, weil weiter südlich auch die Russen den Druck auf die Frontlinie erhöhen. Dort die Ortschaft Velika Novosilka. Und das ist sozusagen die Schnittstelle Richtung Süden und Richtung Saporischschja, eine wichtige Industriestadt für die Ukrainer. Dort sind unter anderem auch Waffenfabriken, die wichtige Waffen für die ukrainischen Streitkräfte herstellen. Und sollte dieser Ort Velika Novosilka fallen und das US-Institute for the Study of War sagt unter anderem, dass dort eine Einkesselung der ukrainischen Truppen droht, dann wäre die Gefahr groß, dass die Russen weiter auf Saporischschja oder Richtung Saporischschja vorrücken könnten. Ja, und inmitten eben dieses Vorrücken erreichen uns immer wieder die Berichte über den Einsatz von Hyperschallwaffen auf Seiten der russischen Streitkräfte. Warum genau sind diese Waffen denn so gefährlich? Naja, der russische Präsident Wladimir Putin versucht immer, diese Waffen hochzustilisieren als sogenannte Wunderwaffen. Was heißt eigentlich Hyperschallwaffe? Dahinter verbirgt sich eine Waffe, die eine Geschwindigkeit hat, die größer ist als die 5-fache Überschallgeschwindigkeit. Da sprechen wir dann circa von 6000 Kilometer pro Stunde. Wenn man sich aber die Gesamtsituation anguckt, hat das gar keinen Einfluss auf die Nuklearstrategien der beiden Länder. Wir sehen hier gerade eine Interkontinentalrakete, die praktisch in einer regulären ballistischen Kurve fliegt. Sie wird abgefeuert und erreicht dann eine Höhe bis zu 1400 Kilometern. Und am Scheitelpunkt tritt sie dann wieder sozusagen ihren Rückweg zur Erde an. Und irgendwann werden dann die Nukleargefechtsköpfe von der Rakete getrennt. Und diese Gefechtsköpfe erreichen aufgrund der hohen Geschwindigkeit auch Hyperschallgeschwindigkeiten. Und genauso sieht es auch mit Gleitkörpern aus. Auch die werden mit ballistischen Raketen abgefeuert. Wir sehen hier ein System, was sich Avangard nennt, was von den Russen entwickelt wurde. Und die Trägerrakete ist, wie gesagt, auch eine ballistische Rakete. Allerdings werden diese Raketen nicht so hoch geschossen. Und am Kopf der Rakete befindet sich dann ein Wiedereintrittsvehikel, ein Gleitkörper. Und dieser Gleitkörper, der verfügt dann über den Nuklearsprengkopf. Und das Entscheidende ist, dass dieser Gleitkörper nicht nur Hyperschallgeschwindigkeit hat, nein, er kann auch bewegt gesteuert werden. Und das macht es extrem schwer für eine Luftverteidigung, für Flugabwehr, solch einen Gleitkörper abzufangen. Und dann haben wir noch die Hyperschall-Marschflugkörper, über die die Russen auch verfügen, unter anderem abgefeuert vom Schiff, aber auch mit solchen Kampfflugzeugen vom Typ MiG-31. Und bei diesen Marschflugkörpern ist es so, dass die eine Höhe von maximal 18 bis 20 Kilometern erreichen. Und die werden die ganze Zeit über angetrieben mit einem Antriebssystem, erreichen auch Geschwindigkeiten im oberen Hyperschallbereich, sind manövrierbar und deshalb extrem schwer abzufangen von der Luftabwehr. Das Entscheidende ist aber, egal welche Waffen ich hier einsetze,
und ob die abgefangen werden können oder nicht. Beide Seiten verfügen über so viel Nuklearwaffen, dass man eigentlich solche Anzahl nie verteidigen kann. Das heißt, wenn irgendeiner anfangen sollte, wissen beide Parteien, das wäre das Ende. Denn man kann einen Nuklearkrieg nicht gewinnen, sondern immer nur verlieren. Insofern ist das Risiko mit diesen angeblichen Wunderwaffen aus russischer Produktion nicht größer geworden. Ja, das sind alles andere als gute Nachrichten. Trotzdem vielen Dank, Guido, für die Details.